Der Unterschied entspricht in etwa dem zwischen einem Menschen, der regelmäßig im Fitnessstudio trainiert, und einem Menschen, der nur auf dem Sofa sitzt und fernsieht. Regelmäßige körperliche Ertüchtigung erhöht ihre Chance auf eine gute Gesundheit und regelmäßiges geistiges Training erhöht ihre Chance auf finanziellen Reichtum. Faulheit verringert beides, Gesundheit und Reichtum. Meine beiden Väter hatten in ihrem Denken entgegengesetzte Einstellungen. Der eine dachte, die Reichen sollten mehr Steuern zahlen, um so die weniger vom Glück Begünstigten zu unterstützen. Der andere sagte, die Steuer bestraft diejenigen, die produzieren, und belohnt diejenigen, die nicht produzieren. Der eine Vater empfahl, studiere fleißig, damit du eine gute Firma findest, in der du arbeiten kannst. Der andere empfahl, studiere fleißig, damit du eine gute Firma findest, die du kaufen kannst. Der eine behauptete, ihr Kinder seid der Grund für meine Armut. Der andere sagte, ihr Kinder seid für mich der Ansporn, reich zu werden. Er ermunterte auch das Gespräch über Geld und Geschäft beim Abendessen. Der Ärmere hingegen verbot das Reden über das Thema Geld und meinte, wenn es um Geld geht, bleibe auf Nummer sicher, gehe keine Risiken ein. Der Reiche hingegen sagte, lerne mit Risiken umzugehen. Der Ärmere glaubte, unser Haus ist unsere größte Investition und unser größtes Vermögen. Der andere glaubte, mein Haus gehört zu meinen Verbindlichkeiten, und wenn dein Haus deine größte Investition ist, steckst du in Schwierigkeiten. Beide Väter zahlten ihre Rechnungen fristgerecht, doch der eine zahlte seine Rechnung sofort, während der andere seine zum letztmöglichen Termin bezahlte. Der eine Vater glaubte, dass die Firma oder der Staat sich um einen Menschen und seine Bedürfnisse kümmern müsse. Er machte sich ständig Sorgen um Gehaltserhöhungen, Pensionspläne, Krankenversicherung, Krankengeld, bezahlten Urlaub und andere freiwillige Arbeitgeberleistungen. Er war von zweien seiner Onkel beeindruckt, die zum Militär gegangen waren und nach 20 aktiven Dienstjahren eine Rente und ein Aktienpaket fürs Leben erhalten hatten. Ihm gefiel die Vorstellung, dass sie eine Krankenversorgung hatten und die besonderen Einkaufsprivilegien genossen, die das Militär auch den Pensionierten einräumte. Er liebte auch das System der Anstellungen an der Universität. Lebenslange Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsvergünstigungen schienen ihm manchmal wichtiger zu sein als die Arbeit selbst. Er sagte oft, ich habe hart für den Staat gearbeitet und ich habe ein Recht auf diese Privilegien. Der andere glaubte an die völlige finanzielle Selbstständigkeit. Er sprach sich gegen das Anspruchsdenken aus und meinte, es mache die Menschen schwach und finanziell bedürftig. Er bestand auf finanzieller Kompetenz. Der eine Vater bemühte sich, ein paar Dollar zu sparen, der andere investierte einfach. Der eine brachte mir bei, einen eindrucksvollen Lebenslauf zu schreiben, um eine gute Stelle zu finden. Der andere zeigte mir, wie man überzeugende Geschäfts- und Finanzierungspläne schreibt, um Arbeitsplätze zu schaffen. Dass ich das Produkt von zwei starken Vätern bin, hat mir den Luxus ermöglicht, die Auswirkungen, die verschiedene Denkweisen auf das Leben eines Menschen haben, beobachten zu können. Ich stellte fest, dass Menschen tatsächlich ihr Leben durch ihre Gedanken gestalten. Mein armer Vater sagte zum Beispiel immer wieder, ich werde nie reich sein. Und seine Prophezeiung bewahrheitete sich. Mein reicher Vater dagegen bezeichnete sich selbst stets als reich. Er sagte Dinge wie, ich bin ein reicher Mann und reiche Leute tun so etwas nicht. Auch als er nach einem großen finanziellen Rückschlag total pleite war, bezeichnete er sich weiterhin als einen reichen Mann. Er begründete das mit folgenden Worten. Es ist ein Unterschied, ob man arm ist oder pleite. Pleite sein ist kurzfristig, arm sein ist ewig. Mein armer Vater sagte auch, ich interessiere mich nicht für Geld oder Geld ist nicht wichtig. Mein reicher Vater sagte immer, Geld ist Macht. Obwohl die Macht unserer Gedanken nie geschätzt oder gemessen werden kann, wurde es mir als kleiner Junge klar, dass ich darauf achten musste, was ich dachte und wie ich mich ausdrückte. Ich stellte fest, dass mein armer Vater nicht aufgrund seines Verdienstes arm war, denn er war durchaus bemerkenswert, sondern wegen seiner Einstellung und seiner Handlungen.
Als kleiner Junge mit 2 Vätern wurde mir klar, dass ich mir ganz genau überlegen musste, welche Gedanken ich mir zu eigen machen wollte. Auf wen sollte ich hören? Auf meinen reichen oder auf meinen armen Vater? Obwohl beide sehr viel Wert auf Bildung und Wissen legten, stimmten sie nicht darin überein, was wichtig sei zu lernen. Der eine wollte, dass ich fleißig lernte, ein Studium abschloss und als Fachmann eine gute Stelle bekäme, um für Geld zu arbeiten. Der andere ermutigte mich zu studieren, um reich zu werden, um zu verstehen, wie Geld arbeitet und um zu lernen, wie ich es dazu bringen kann, für mich zu arbeiten. Ich arbeite nicht für Geld, waren seine Worte, die er regelmäßig wiederholte. Das Geld arbeitet für mich. Eine Lektion von Robert Frost. Robert Frost ist mein Lieblingsdichter. Ich mag viele seiner Gedichte, mein Lieblingsgedicht ist aber Der unbegangene Weg. Ich wende die darin enthaltene Lehre fast täglich an. Der unbegangene Weg. In einem gelben Wald, da lief die Straße auseinander. Und ich, betrübt, dass ich, ein Wanderer bleibend, nicht die beiden Wege gehen konnte, stand und sah dem einen nach, soweit es ging, bis dorthin, wo er sich im Unterholz verlor. Und schlug den anderen ein, nicht minder schöner als jener, und schritt damit auf dem vielleicht, der höher galt, denn er war grasig und wollt begangen sein, obgleich, was dies betraf, die dort zu gehen pflegten, sie beide, den und jenen, gleich begangen hatten. Und beide lagen sie an jenem Morgen gleicherweise voll Laubes, das kein Schritt noch schwarz getreten hatte. Für ein andermal hob ich mir jenen ersten auf. Doch wissend, wie es mit Wegen ist, wie Weg zu Weg führt, erschien mir zweifelhaft, dass ich je wiederkommen würde. Dies alles sage ich mit einem Ach darin, der einst und irgendwo nach Jahr und Jahr und Jahr. Im Wald, da war ein Weg. Der Weg lief auseinander und ich schlug den einen ein, der weniger begangen, und dieses war der ganze Unterschied. Im Laufe der Jahre habe ich oft über Robert Frosts Gedicht nachgedacht. Dem Rat und der Einstellung meines hochgebildeten Vaters, über Geld nicht zu folgen, war eine schmerzhafte Entscheidung, die den Rest meines Lebens prägte. Mit diesem Entschluss begann meine Ausbildung über Geld. Mein reicher Vater unterrichtete mich 30 Jahre lang, bis ich 39 war. Er hörte damit auf, als er erkannte, dass ich Bescheid wusste und völlig verstanden hatte, was er in meinen oft dicken Schädel hineinzuklopfen versucht hatte. Geld ist eine Form von Macht. Noch mächtiger ist finanzielle Bildung. Das Geld kommt und geht, doch wenn Sie gelernt haben, wie Geld arbeitet, gewinnen Sie Macht darüber und können anfangen, Reichtum zu schaffen. Warum funktioniert positives Denken alleine nicht? Die meisten Menschen sind zwar zur Schule gegangen, haben aber nie gelernt, wie die Finanzwelt funktioniert, und so verbringen sie ihr Leben damit, für Geld zu arbeiten. Da ich erst 9 Jahre alt war, als der Unterricht begann, hielt mein reicher Vater die Lektionen einfach. Im Grunde waren es nur 6 Hauptlektionen, die sich in den 30 Jahren immer wiederholten. Um diese 6 Lektionen geht es auch in diesem Hörbuch. Sie werden ebenso leicht verständlich dargelegt, wie mein reicher Vater sie mir erklärt hat. Die Lektionen sind nicht als Antworten gedacht, sondern als Orientierungshilfen, die Ihnen und Ihren Kindern helfen, reicher zu werden, egal was in einer Welt wachsender Veränderung und Unsicherheit geschieht. Erstes Kapitel. Lektion 1. Die Reichen arbeiten nicht für Geld. Die Armen und die Angehörigen der Mittelschicht arbeiten für Geld. Die Reichen lassen Geld für sich arbeiten. Papa, kannst du mir sagen, wie ich reich werde? Mein Vater legte die Abendzeitung beiseite. Weshalb möchtest du reich werden, mein Sohn? Weil Jimmys Mama ihn heute mit ihrem neuen Cadillac abgeholt hat und sie übers Wochenende in ihr Strandhaus gefahren sind. Jimmy hat 3 Freunde mitgenommen, aber Mike und ich waren nicht eingeladen. Sie sagten uns, dass wir nicht eingeladen wären, weil wir arm sind. Das haben Sie gesagt? Fragte mein Vater ungläubig. Ja, haben sie, erwiderte ich gekränkt. Mein Vater schüttelte stumm den Kopf, rückte seine Brille zurecht und wandte sich wieder seiner Zeitung zu.
Ich stand da und wartete auf eine Antwort. Das war im Jahr 1956. Ich war 9 Jahre alt. Da wir auf der einen Straßenseite wohnten, gehörten wir zu dem Einzugsgebiet derselben öffentlichen Schule, in die die reichen Leute ihre Kinder schickten. Unsere Stadt lebte hauptsächlich von Zuckerplantagen. Die Plantagenverwalter und andere wohlhabende Bürger wie Ärzte, Unternehmer und Bankiers schickten ihre Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse in diese Schule. Danach kamen ihre Kinder in der Regel auf private Schulen. Hätte ich auf der anderen Straßenseite gewohnt, hätte ich eine andere Schule besucht mit Kindern aus Familien, die meiner mehr ähnelten. Nach der 6. Klasse würden diese Kinder und ich weiterhin staatliche Schulen besuchen. Die teuren Privatschulen kamen für sie oder für mich nicht in Frage. Schließlich legte mein Vater die Zeitung beiseite. Ich merkte, dass er nachdachte. »Nun, mein Sohn«, fing er langsam an, »wenn du reich werden willst, musst du lernen, Geld zu machen.« »Und wie mache ich Geld?« fragte ich. »Nun, mein Sohn, benutze deinen Verstand«, sagte er und lächelte. Was in Wirklichkeit heißen sollte, »Das ist alles, was ich dir sagen kann«, oder »Ich weiß es nicht, also bring mich nicht in Verlegenheit.« Unsere Eltern waren nicht wirklich arm, aber wir fühlten uns so, weil die anderen Jungs neue Baseballhandschuhe, neue Fahrräder und alles andere auch immer neu hatten. Unsere Eltern versorgten uns mit dem Notwendigen wie Essen, Wohnung und Kleidung, aber das war alles. Mein Vater pflegte zu sagen, wenn du etwas willst, musst du dafür arbeiten. Wir hatten viele Wünsche, aber für 9-jährige Jungen gab es nicht viel Arbeit. »Was können wir tun, um Geld zu verdienen?« fragte Mike. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Aber willst du mein Partner werden?« Und so wurde Mike an jenem Samstagmorgen mein erster Geschäftspartner. Den ganzen Morgen überlegten wir, wie wir Geld verdienen konnten. Von Zeit zu Zeit unterhielten wir uns über die coolen Jungs, die gerade in Jimmys Strandhaus ihren Spaß hatten. Das tat ein wenig weh, aber der Schmerz war gut, weil er uns dazu inspirierte, weiter nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir zu Geld kommen konnten. Dann, am Nachmittag, kam uns ein guter Gedanke. Eine Idee, die inspiriert war durch ein wissenschaftliches Buch, das Mike gelesen hatte. Aufgeregt schüttelten wir uns die Hände und die Partnerschaft hatte jetzt ein konkretes Ziel. In den nächsten Wochen klapperten Mike und ich die Nachbarschaft ab, klopften an Türen und baten unsere Nachbarn, ihre leeren Zahnpastatuben für uns aufzuheben. Mit erstaunten Blicken sagten die meisten Erwachsenen lächelnd zu. Ein paar von ihnen wollten wissen, was wir damit vorhatten, aber wir erwiderten nur, das können wir ihnen nicht sagen, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Der Unterschied entspricht in etwa dem zwischen einem Menschen, der regelmäßig im Fitnessstudio